Jeder nimmt heute jemanden mit ins Kino heute Abend? Dann nehme ich aber nicht Penny. Ich schenke meiner Frau täglich nichts. Die kriegt einen Kuss. Ich verbringe sowieso nie Zeit mit meiner Frau. Ich meine, bei unserer Ehe sind wir glücklich, wenn wir im selben Bett schlafen nachts. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Mit der Macintosh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 und der Macintosh spielen Stardew Valley. Mein Name ist Bob. Und ich bin Butch. Und ich bin der andere. Und du hast eine Frage und wenn ihr diese Frage sehen wollt, dann abonniert, liked, Glocke und so weiter. Erzähl, Mike, was gibt's? Die Frage ist einfach nur ganz kurz, habt ihr irgendwo eine Kiste, wo Ham-Ham drin ist, damit ich in der Mine auch was hab? Na, das kannst du eigentlich bei dir selber im Kühlschrank machen. Ja, ich weiß, aber dazu muss ich dann nicht irgendwie die Sachen erstmal nehmen und damit zum Kühlschrank laufen? Zur Küche quasi laufen. Oder in den Kühlschrank packen und dann an die Küche gehen. Ja. Genau, dazu muss ich ja erstmal wissen, was ich am besten koche und dann den Kram in den Kühlschrank packen. Aber Ja, du kannst aber auch einfach so Kram, den wir übrig haben, also kannst du auch in den Kühlschrank packen und dann, er kocht das quasi automatisch, also er greift automatisch auf die Zutaten im Kühlschrank dann zu. Okay. Deswegen ist auch immer ganz wichtig, hier Königin der Soßen zu gucken, dass du alle Rezepte irgendwann bekommst und dich auch mit ein paar Dorfbewohnern anzufreunden. Ja. Aber du kannst auch, wir haben in dieser einen Kiste, wo die Höhlenkarotte drauf ist, da haben wir zum Beispiel auch einfach super viele Pilze zum Beispiel, die du futtern kannst. Oder auch so Frühlingszwiebeln, Höhlenkarotte und sowas. Also das kannst du auch alles essen. Genauso beim Obst kannst du dich natürlich auch bedienen. Ja, ich habe gerade ganz viele Erdbeeren geholt. Die nehme ich jetzt einfach mal mit. Perfekt. Was bringen die? 90 Energie. Okay. Erdbeeren. Warte. Werfe ich mal einen Blick in die Kiste rein mit der Höhlenkarotte. Genau. Da müssen, Mein also ich Inventar habe ist auch jetzt, einfach voll. also ich habe jetzt zum Beispiel 207 Pilze bei. Ich nehme Ja gut, rote die würde ich Pilze. vielleicht nicht unbedingt essen. Ja, von den Violetten sind nur 2 da. Warte mal, was haben wir denn hier? 38. Aber guck mal, die machen richtig viel Energie. Also da Ja. brauchst du, glaube ich, fast gar nicht mehr als 2. Die Violetten sind echt die besten. Ja. Kann ich die 2 einfach mitnehmen? Ja, Ja, die klar. wachsen doch in der Pilzhöhle, wachsen die doch sowieso nach. Ja, richtig. Aber die wachsen halt seltener und da sind nur noch 2 drin. Deswegen, ich wollte Scheiß drauf. nicht Die overtreiben. brauchen wir für nix. Habt ihr denn vor, wir für jetzt nix nochmal anderes. in diese Mine zu gehen? Oder wollt ihr jetzt... Wir haben erst 7 Iridiumbarren, 3 sind gerade noch in der Mache. Mhm. Also ich hätte heute noch mal ein bisschen Glück, aber Ich auch. also wir müssen nicht, wenn ihr nicht wollt. Nö, ich frage das, weil ich habe jetzt das Inventar voll mit Zeug. Also nicht komplett voll, aber so ein paar Erdbeeren und die Pilze. Und es wäre ja albern, wenn ich das jetzt mit mir rumschleppe, wenn ihr gar nicht dahin wollt. Ich bin jetzt einfach mal dreist. Ach so. Ich fahre jetzt einfach mal... Ihr seid ja sowieso schneller als ich. Bitte kommt zurück, wenn dann... Da kommt sie angelatscht. Pam. Also gehen wir noch mal in die Mine, ja? Also von mir aus, ja. Ja, dann lass Ja, doch mal eine dann- Mine machen. Ist Dann okay. los geht's, ey. Das kann alles noch hier rein. Ich will nur noch schnell... Kann Pam überhaupt fahren? Die trinkt immer so viel Bier. Na, jetzt wo sie einen Job hat, ist es besser geworden. Da trinkt sie nur noch abends. Ja. Ey, es ist schon Bier. besser als Ich vorher. bin sicher, wenn ich ihr ein Bier gebe, dann freut sie sich. Schön das Bier vorher schenken und dann mit dem Bus in die Und Mine dann fahren. los, fahr mich. Ich habe eine Kaktante aufgehoben. Kaktussi. So. Was macht der Kaktussi? Auch 75 Energy. Hey, übrigens, Leute, Ja. ich muss euch mal ein Update geben zu meiner Rauchmelder-Story. Oh. Tatsächlich noch relativ frisch, also Story. jetzt auch auf Spotify. Der Rauchmelder-Podcast. Ey, gibt's bestimmt. Und zwar, also wir erinnern uns aus der letzten Aufnahmesession, also von vor ein paar Folgen dann quasi, eine Rauchmelder, Batterie alle piept und so, seit irgendwie 1,5 Monaten oder so warten wir jetzt darauf, dass da was passiert, nichts passiert. Millionen Jahre. Jetzt hat sich den einen Abend, hat unsere eine Nachbarin, hat mir dann mal, mir Leiter. dann mal geschrieben und hat so, ey,
Mensch, vielleicht wisst ihr das, aber ich weiß nicht, ob ihr gerade da seid, aber ich höre mal so ein komisches Geräusch und das scheint, oh ja, sehr gut. Das scheint irgendwie von unserer Etage auch zu kommen, so, ey, wisst ihr da irgendwas und bla bla bla. Und ich schreibe ihr so, ja, du, ey, das ist safe unser Rauchmelder, weil der einfach seit gefühlt Monaten ist wahrscheinlich die Batterie alle oder er hat zumindest eine Störung. Das ist ja eigentlich das Signal für eine Störung auch. Und leider. Wir haben irgendwie Ende Juni haben wir der Vermietung schon geschrieben und ja, ist halt irgendwie noch nichts passiert, ne? War noch niemand da und ja, so, ne, also ich wusste schon, sie wollte halt darauf hinaus, so nach dem Motto, ey, macht mal was dagegen, das stört mich. Ja, so, und ich dachte mir aber so, yo, was soll ich halt machen, ne? Also, und dann habe ich halt gesagt, ja, ich kann den ja auch nochmal schreiben. Und dann so, naja, anrufen geht doch bestimmt auch unkomplizierter, was weiß ich, oder schneller, so, ne? Und ich so, naja, ich bin gerade auf der Arbeit, das ist nicht so gern gesehen, dass ich hier irgendwie rumtelefoniere privat. Ja. Und dann eine Mail dann geschrieben, auch ganz freundlich, ne? So hier, ne, und wie sieht denn das aus und bla bla bla, weil, ne, ich denke mir so, es stellt ja halt auch einfach ein Sicherheitsrisiko dar. Ja. Und ich dann so freundlich nachgefragt, ob es da denn irgendein Status-Update oder irgendwie was gibt, so. Und dann kriege ich halt wirklich so eine Antwort zurück. Ja, also wir haben den Auftrag dann und dann entgegengenommen. Bisher hat sich die Firma so und so, ne, also wir kriegen das ja nur mit, wenn die dann die Rechnung stellen. Ansonsten müssen sie mal selber nachhaken. Ja, ich denke mir so, Alter, nee. Alter, leck mich doch, das ist nicht meine fucking Aufgabe, Alter. Es ist eure scheiß Aufgabe, diesen Rauchmelder zu warten und sicherzustellen, dass sie richtig funktionieren und alles. Ja. Und das heißt, dass ihr euch darum kümmern müsst, dass dass die Batterien gewechselt werden oder ausgetauscht wird oder irgendwas. Oder beides. Alter, ja, also dachte ich mir schon wieder, was soll der Scheiß? Und dann denke ich mir auch so, ey, wenn es jetzt hier wirklich mal brennt, dann sind die halt voll dran. Ja. Und da das, können Sie nur also Glück weiß nicht, haben, ob wenn ihr das dann mitverbrennt, weil andernfalls könnt ihr sagen, wir rennen den so und so lange hinterher und nichts ist ja, da deswegen, passiert. also ohne Witz, ja klar, kannst du alles nachweisen, ne? Das ist halt... Ja, hier, Leiter. Deine Aufgabe ist einfach nur, das anzuzeigen. Genau, ich muss es halt melden. Und die müssen das machen. So, und die haben sich dafür... Du bist also ein Rauchmelder. Genau. aber da denke ich mir halt auch so diese Aussage, so, ja, haken Sie doch mal selber nach. So, nee, Mann, wenn euer scheiß Rauchmelder hier seit Monaten nicht gewartet wird, dann hakt ihr doch mal vielleicht nach. Da gibt's hier ist ein Loch. Da gibt's nur ein Wort für, das nennt sich Arbeitsverweigerung. Mietminderung. Achso, ich dachte Mietminderung. Nee, Mietminderung, beste Wort das überhaupt. Das wäre natürlich schön, aber das ist halt klassische Arbeitsverweigerung in meinen Augen. 7 Ebenen, wie kann ich das überleben? Naja, du nimmst ein bisschen Schaden, wenn du in diese Löcher springst. Oh, das ist ja toll. Ja. Das habe ich noch nie hier ist eine Leiter. Noch nie ja, gesehen. Es ist, du nimmst minimal Schaden. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall nochmal was essen. Ich habe jetzt zum Glück 1000 Erdbeeren. Oh, eine Leiter. Geil. Hey, Boys. Was geht ab? Erstmal Picknick in der Schiedel-Höhle. Here we go. Kennt ihr das Lied noch? Okay, let's go. Was kennen wir noch? Das Lied, hier ist hey ein Loch. Boys, hey Girls. Hier, jetzt achtet mal drauf, dass ihr ein bisschen HP verliert. Ich achte mal. Ja, ich habe schon gesehen, bevor ich überhaupt gelandet bin. Are you crazy or what? Let me through. Von wegen, dass sich jemand um etwas kümmern muss. Hab ich meine Versicherungsstory schon erzählt? Ich hatte eine Glasversicherung. Und Betonung liegt auf hatte. Ich hatte eine Glasversicherung. So, die habe ich, glaube ich, letztes Jahr gemacht. Hatte dann einen Glasschaden, der dann auch, ja, der wurde repariert. Versicherung hat bezahlt, alles gut, ne? Dafür ist ja eine Versicherung da. Wenn du einen Schaden hast, bezahlt die das. Ich glaube, mir hattest du die Story mal erzählt, aber ich kann mich nicht mehr an die Einzelheiten jetzt gerade erinnern. Jetzt ist das dieses Jahr wieder passiert. Relativ der gleiche Schaden. Aber egal, habt ihr eine Glasversicherung. Wo seid ihr? Und hier rechts war eine Leiter, glaube ich. Oh, ein Drache. Oh Gott. Go away. So, schreibe also der Glasversicherung, die so, ja, gut, haben wir aufgenommen, sorgen Sie für die Reparatur und dann Rechnung schicken. So wie immer, ne? So wie man das bei einer Versicherung macht. Ich erinnere mich, ja. Die kommen, machen das heile, alles super.
Dann sage ich so, gut, bitte Rechnung gleich an, dann schicken Sie die Rechnung einfach an die Versicherung, alles super. Ist mit denen abgeklärt, haben ja die auch den Versicherungsschaden, Fall, Nummer, Kack. Die machen das und dann kriege ich irgendwann eine Rechnung von der, sogar schon eine erste Mahnung irgendwie, von der Firma, die das repariert hat, von der Glasfirma. Wo ist denn diese scheiß Leiter? Ich finde sie nicht. Ich bin jetzt hier schon 3-mal im Kreis gelaufen. Hier ist keine Leiter. Weiß ich nicht, was du da machst. Der scheiß Jedenfalls habe ich dann die Versicherung angerufen und gesagt, pass auf Leute, ich habe hier eine Rechnung von der Firma bekommen. Bezahlt das doch mal bitte. Ja, wir haben hier gerade so eine Umstellung digitaler Art, so, vielleicht gehen sie ja erstmal in Vorkasse. Ich so, das könnt ihr mal voll vergessen. Ich bezahle überhaupt nicht. Leiter? Also ich habe verloren Trüffelöl, Kaktus, Schleim, Quarz, Stein, Omnigeode. Gesamtwert 1221 G, aber in der gesamten Ebene war nicht eine Leiter, nur nach draußen. Das ist unmöglich, weil, wie gesagt, wie sollten wir sonst da runtergekommen sein? Ihr könnt euch die Aufnahme gerne angucken später, bei mir war nix. Na, das muss ich ja sowieso. Ja. Wenn ich sie sehe, werde ich sie richtig schön peinlich rot markieren. Ja, wenn du sie siehst, dann würde mich auch hart interessieren, wo sie war. Denn wie gesagt, ich habe sie nicht gefunden. Ich bin rechts 2-mal rumgelaufen, links 2 oder 3-mal sogar, links 2-mal. Nix kann es sein, dass wir durch ein Loch gesprungen sind und du noch mal eine Leiter runtergegangen bist? Das kann sein. Ach so, das ist natürlich auch möglich. Das würde erklären, warum ihr Dinge gesehen habt, die ich nicht gesehen habe. Das stimmt. Ich sehe eine Leiter. Mike weiß nicht, dass eine Leiter da ist. Ich sehe tote Leiter. Ich sehe tote Leitern. Jedenfalls habe ich das der Glasfirma gesagt, so pass auf, die machen das jetzt, die zahlen jetzt so, dauert noch ein bisschen so und so. Kriege ich irgendwann einen Monat später, kriege ich die nächste Mahnung von der Glasfirma, die sagen, ey, das wurde immer noch nicht gezahlt, ich weiß, du hast gesagt, die machen das, aber wir brauchen jetzt langsam mal die Kohle. Heik denen gesagt, pass auf, ich rufe jetzt nochmal bei der Versicherung an. Hab ich also gemacht. Eine Scherbe, Alter! Junge. Ich habe einen Cowboy-Hut bekommen. Alter, wir haben jetzt innerhalb von 2 Tagen 2 prismatische Scherben. Das wird ja auch mal Zeit. Ich habe den Wir gehen ja immer leer aus. Schon geil. Ich bekam den Vorsicht, Tod. Sprengung. Mach mal. Bam. Leiter. Dann habe ich nochmal die Versicherung angerufen, habe gesagt, so, ich hätte jetzt hier gerne mal die Chefin, also eine Abteilungsleiterin, weil es kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier das immer nicht gemacht wird. I want to speak to the manager. Ja, ich habe einen Karen-Move gemacht. Gebe ich gerne zu. Ja, aber verständlich, Alter. Hat dann auch sofort funktioniert. Die hat gesagt, Herr Butsch, ich drücke in diesem Moment quasi die Überweisung raus. Können Sie jetzt schon mal Bescheid sagen, dass das Geld jetzt quasi kommt? Da würde ich sagen, das glaube ich erst, wenn die mir das sagen. Ja, aber ne? Ja. Na, jedenfalls hat sie gesagt, hat sie gemacht. Ging dann auch, Geld kam auch so an und so weiter und alles super. Ein paar Wochen später kriege ich auf einmal von der Glasversicherung eine Kündigung für die Versicherung. Von wegen, ja, Vertragspartner sind ja jederzeit irgendwie oder können ja irgendwelche Vorwände haben, wo sie das quasi anbringen und sagen, ja, das ist jetzt ein Grund, warum wir jetzt den Vertrag kündigen. Und wir nehmen den letzten Schadensfall. Weil sie bezahlen mussten, oder was? Ja, weil die bezahlen mussten. Die haben dann gesagt, ja, entweder, also wir kündigen jetzt den Vertrag, außer sie stimmen zu, dass sie jetzt wie jetzt nochmal, Selbstkostendings da von 150 € übernehmen bei jedem Schaden. Und da sage ich, nein. Lächerlich, Alter. Dann habe ich einfach keine Versicherung. Ich denke mir, das kann doch wohl nicht wahr sein, ey, wirklich jetzt mal. Ja, hast du recht. Das ist ja richtig übel. Das ist richtig übel. Da habe ich mich aufgeregt. Dann haben wir gesagt, gut, dann zahle ich halt keine so und so viel Geld mehr. Vor allem, es war auch genügend Geld pro Monat, wo ich mir gedacht habe, dass da sollte so ein Schaden jetzt eigentlich nicht kein Problem sein, ja. Wozu habe ich denn eine Versicherung? Damit die genau das machen. Ja, aber die spekulieren ja darauf, dass du eine hast, die du niemals brauchst. Und wenn du sie dann doch brauchst, ist ja der Gewinn weg und dann wollen sie es nicht. Ich finde, das sollte gesetzlich einfach verboten sein. Ja, finde ich auch. Habt ihr eine Kiste für Stoff regelt, und Alter. so?
gleich 2 Uhr. Oh, shit. Wie viel schaffen wir noch? Ich habe noch einen Smaragd mitgenommen. Hier, den Diamanten will ich noch. Komm. Da ist noch eine Leiter. Ja, Oh, ich schlafe im Dreck. ja, wir schlafen hier mal in der Höhle. Geil und so. Aber das ist okay. Wir haben, glaube ich, echt gut Iridium gefarmt, Alter. Alter, und ich frage mich immer, wie wir eigentlich wieder aus der Höhle rauskommen. Naja. Na, Marlon findet uns doch immer. Ist das nicht Ja, normalerweise aber wieder ordentlich was. Linus, der euch findet? Oder? Naja, es ist unterschiedlich. Du hast auch, wenn der Joja-Markt noch aktiv ist, dann findet dich manchmal auch ein Joja-Mitarbeiter. Okay. Dann findet dich mal Linus, dann findet dich mal Marlon. Ja, ich glaube, Linus findet dich, wenn du irgendwo auf dem Weg gestorben bist, aber also umgefallen. In der Mine selber, logisch, Marlon. Klar, ja, stimmt. Ey, aber apropos Joja-Markt, was ist eigentlich mit dem Kino? Achso, Stimmt, wir waren noch gar nicht im Kino. Da laufen doch Erwachsenenfilme, oder? Das hoffe ich doch. Die Geister sind heute genervt. Ja, heute Abend Kino oder was? Ja, lass einfach mal ins Kino gehen. Geil. Jeder nimmt heute jemanden mit ins Kino heute Abend? Ja. Ich habe ja niemanden. Machen wir wann mal Double Date, ein Triple Date. Naja, wie gesagt, ich hab niemanden. Das ist egal. Da ist es, glaube ich, egal. Die gehen alle sowieso mit dir ins Kino. Bin ich der Meinung auf jeden Fall. Wie macht man das? Ja, frag ich dich auch gerade. Na, pass auf, ich besorge uns gleich mal Tickets. Alles klar. Und dann müsst ihr die Tickets nur jemandem schenken. Ja, das ist ja cool. Oh je. Das gefällt mir. Kopf zerbrechen. Und weil Kinobesuch boostet nämlich so ein bisschen Freundschaft. Ja. Den nehme ich aber nicht. Oh, sehr gut. Oh ja, sehr schön. Dann nehme ich aber nicht Penny. Was? Also Butch? Hä? Ich verbringe sowieso nie Zeit mit meiner Frau hier. Ja, so, ich halte mal die Augen offen für eine Alternative. Man weiß ja nie. So, ich meine, bei unserer Ehe sind wir glücklich, wenn wir im selben Bett schlafen nachts. Okay, stimmt. Verstehe. Das ist schon das höchste der Gefühle hier. Ich habe so viel Zeug und ich weiß wirklich nicht, wo das alles hin soll. Das ist nicht schlimm. Einfach mal jedes Ding hier durchgehen und dann... Ich nehme jetzt einfach ein paar Sachen hier. Erze, wo kommen die wohl hin? Achso, ja genau, die 2 hier waren's. Ich habe keine Kohle dabei. Schattenerz. Hey, ich habe einen neuen Hoodie. Guckt ihn euch an. Bam. Cool. Ja, aus wie so ein Mickey Mouse Hoodie. Ja. Junge, Pluto. Ich muss jetzt wieder das normale Inventar hier jetzt mir wieder reinballern, ne? So, ich habe auf jeden Fall noch Wein zu... Ach, wir müssen ja noch die... Klupp. So. Klippo, Klappo. So. Oh. So, ich wo ich Stoffe reinschmeißen kann, habe ich immer noch nicht rausgefunden. Aber den Stoff vernähen wir meistens gleich. Aber ansonsten zum Holz. Das ergibt auch Sinn. Okay. Nicht. Besteht ja auch aus... zum Craften aus und Holz. So, das kommt. Besteht alles aus Holz. Alles wird aus Holz gemacht. Holz, sag mal guten Tag. So, dann nehme ich mal gleich noch die Ionen mit. Lassen wir ordentlich was von Clint aufbrechen. Die Iridiumbarre nehme ich mal auch mit, für den Fall, dass ich jetzt irgendwas hier gleich mal verbessern kann. Clint aufbrech. Beziehungsweise vielleicht müsstet ihr dann auch einmal zu Clint gucken, ob da wieder Sachen. Stimmt, meine Dings, die Stahlhacke ist fertig. Habe ich dem überhaupt irgendwas gegeben? Ich weiß es gar nicht. Stimmt. Und zwar schon seit ein paar Tagen. Ich glaube, die Axt, oder? Kann es sein? Weiß ich nicht. Ich gehe mal, ich reite mal hin zu ihm. Ja, ich komme jetzt auch. Und wenn er nichts für mich hat, reite ich auf ihm zurück. Um gleich klar zu machen, gibt er. Ich hab die Axt gehabt. Hab jetzt die Stahlaxt, dann verbessere ich die gleich mal auf Gold. Ja, siehste. Ja, jetzt bin ich im. Goldaxt. So, und dann lasse ich ihn jetzt mal gleich. Achso, nee, jetzt kann ich ihn. Na gut. Ich pack die Geonen einfach direkt in die Kiste, die hier bei ihm steht, ne? So, lieber. So, Stahlhacke. Also ich muss und was die verbessere ich dann gleich mal. Ich hab nix von ihm. Gut, scheiß drauf. 1, 2, 3, 4, 5. Da ran.
Warte, Butch, bevor du es verbesserst, kannst du die Geonen aufbrechen lassen? Weil sobald du ihm was zum Verbessern gibst, geht das nicht mehr. Kannst du keine Geonen mehr aufbrechen. Alter, 51 Geoden, als hätte ich heute... Oh, Iridiumerz gleich zu Beginn. Siehste? Perfekt. So, dann besorge ich uns jetzt mal Tickets hier. Wir sind 1, 2, 3 und wir wollen 1, 2, 3 Leute mitnehmen. Nice. So. Also muss man bloß ein Ticket kaufen für 2 oder was? Nein. Ich habe 6 Tickets gekauft. Ah, okay, gut. Weil du musst ja 1 selber haben und 1 musst du verschenken. So, dann schmeiße ich dir jetzt mal gleich 2 hier hin. Hast du eingesammelt? Ja, habe ich schon automatisch. Ich habe jetzt gewundert, was kam da aus der Geode raus. Mike, wo bist du denn gerade? Ich bin gerade kurz vor der Farm. Mike, wo treffe ich dich denn gerade? Am Kopf. Da, warte mal, bleib mal kurz stehen. Oh ja, warte. Here I am. Kriegst du hier auch gleich mal deine 2 Tickets und dann kannst und jetzt du dir jemanden aussuchen. Na gut. So, wo ist denn eigentlich meine Frau? Eigentlich müsste ich die mitnehmen, deine Frau. Nee. Wenn du nicht mit ihr ins Kino gehst. Bam. Ein Film? Ja, wie auch immer. Klingt gut. Wir sehen uns im Filmtheater. Ja, wie auch immer? Ja, die ist gerade, glaube ich, ein bisschen genervt, Alter. Ihr habt gerade ein Kind bekommen und du lässt sie den ganzen Tag allein mit dem Kind. Nee, wir haben volle Herzen. Sie kriegt jeden Tag einen Amethyst von mir. Ja, gut. Mehr kann man ja wohl nicht verlangen. Das stimmt. Ich schenke meiner Frau täglich nichts. Die kriegt einen Kuss. Das ist ja auch gut. Ja. Weißt du, was ich mache? Ich nehme einfach Linus mit. Hey, Linus. Hey, das ist cool. Sicher, wir sehen uns im Filmtheater. Geil. Na, siehste. Was hatte ich denn letztes Mal gesagt, was man für den für den Dingens-Obelisken brauchte? 500.000? Kaktusfrucht, glaube ich. Und Kokosnuss? Kann das sein? Dann würde ich mal zum Zauberer einmal kurz gehen. Und denen vielleicht ja auch schon mal einen Auftrag geben. Tim, der Zauberer. Bist du ein Zauberer? Ja, ich bin ein Zauberer. Ja, ich bin ein Zauberer. So, Tierchen, geht mal weg hier. Ich muss durch. Sehr gut. Ach, es ist ja immer noch Lachsbärenzeit. Hallo, Jazz. Alter, das hört einfach nicht auf. Noch 15 Geoden, Mann, ey. Der 15 Geoden-Mann. Zeigt, was Geoden kann. Jazz sagt, dass Penny eine schöne Handschrift hat. Toll. Gott, ich werde hier einfach nicht fertig, ey. Aber gibt's wenigstens coole Sachen so in den Geoden? Ja, manchmal, oder? So, Zauberer. Für dich habe ich kein Geschenk mehr. Hier kannst du eine Narzisse haben. So, 6 noch. Oh, Mietekatte. Das hier, vielleicht werfe ich es in die Flammen und schau, was passiert. Alles klar, Junge. Hoffen wir mal, dass es nicht explodet. Ach, wir brauchen 20 Iridiumbarren. Oh mein Gott. Das ist ja ganz schön viel. 20 Iridiumbarren, 10 Kokosnüsse und 10 Kaktusfrüchte. Kaktussis. Ja gut, dann stehen uns noch ein paar Wüstentage bevor. Aber egal, heute Abend geht's erstmal ins Kino. Ja. Keino Weino. Weiß gar nicht, was läuft. Ich hoffe, ein Film für Erwachsene. Was war der letzte Film, den ihr so im Kino geguckt habt? Oh, Moment. Letzte Film, Top Gun. Ich glaube, es war Top Gun. Echt, den hast du im Kino geguckt? Ja, Mann, das war der absolute Hammer. Den hast du geguckt? Also wäre meine andere Frage. Ey, nee, ohne Mist, der war mega gut, ey. Echt? Oh. Also, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war. Filmisch so dermaßen geil, dass du das, also Sachen, die hat man so noch nicht gesehen und das mag ich einfach an Tom Cruise-Filmen. Der restet einfach komplett aus. Der macht halt einfach Sachen, die sonst keiner macht und die sahen so gut aus. Also der Film sieht fantastisch. Die Story ist größter Blödsinn so. Ne? Braucht man sich keine... Ist das nicht bei vielen Filmen oder fast allen heutzutage so? Ja, es geht. Es geht. Es gibt auch echt richtig gute Filme. Aber ja. Aber die Flugszenen waren einfach fantastisch. Also wirklich einfach großartig. Also ich glaube, ich war das letzte Mal im Kino vor 5 Jahren oder so. Oh, krass. Und ich weiß auch nicht mehr, was es für ein Film... Ja,
Ergibt sich kein einfach Bock oder keine Zeit? Oder? Ah, okay. Also Kinos sind prinzipiell, finde ich Kinos geil, ja, Popcorn und Stuff. Aber ich kenne halt einfach niemanden, der mit mir ins Kino gehen würde und alleine gehe ich nicht ins Kino. Ja, dann Blind Date. Ja, genau. Daten ist genau so ein Ding, was ich nicht mache. Schön mit gruseligen, unbekannten Creeps ins Kino gehen. Nee, da trifft man bestimmt eine Menge interessante Leute. Nee, mach's doch wie hier in Stardew Valley. Hol 2 Tickets und sprich einfach jemand auf der Straße an und sag, ey, wir heute hier heute Kino. Tolle Idee. Ist mir scheißegal, wo du sitzt, ne? Ey, wir gehen jetzt hier zusammen ins Kino und dann lass mal Kino machen. Und dann wird einer weggeschädelt. Nee, aber ich hab gerade eine Serie für mich entdeckt, die ich ein bisschen feier. Welche? Okay. Ash vs. Evil Dead. Oh, großartig. Großartige Serie. Oh ja. So, Butch, bist du am Kino? Ich bin schon da. Wir müssen nämlich dann langsam rein, ne? Ja, komm schon. Also das hier sieht aus wie Kartoffelmann. Also und das hier ist... Ich geh mal schon mal rein. Ich gehe auch mal rein. Ja. Oh, das Crane-Game ist besetzt. Hass. Oh, ich komm schon. Gibt's ein Spiel? Okay, cool und so. Ja, gibt ein Kran-Game, da kannst du ein paar coole Items rausziehen. Ja gut, aber die Zeit läuft weiter, das finde ich ein bisschen schade. Ja, das stimmt. Ich möchte einen Snack haben. Ich hätte gerne... Oh, das ist ja cool. Du kaufst den Snack übrigens für dein Date, ne? Ah, okay. Ich freue mich darauf. Überlegen. Also, weil ich weiß zum Beispiel, Abigail mag den Kandiszucker, deswegen kaufe ich den natürlich. Ich weiß ja gar nicht, was Linus mag. Ich kaufe ihm einfach einen Lachsburger. Ich weiß gar nicht, was Penny mag. Ich glaube, Lachsburger ist genau das Richtige. Ich möchte auch was haben. Ich hätte gern Nachos. Ich habe auch Nachos bestellt. Nachos. Ja, aber ich krieg die ja nicht. Die kriegt ja, wenn dann nur Linus, oder? Ja. Ich hoffe, er ist bereit. Ja. Ich bin bereit, ja. Ja, dann zu Kartoffelmann 3, die Rückkehr der... Nein, wir gehen zu Das kleine Bäumchen. Heißt der Film so? Ich glaube, ja. Du glaubst? Ja. Militärisch setzen sich alle gleichzeitig... Ja, nicht während des Films sprechen, bitte. Okay, Entschuldigung. Achso, Butch, du musst vorlesen. Nicht reden. Das mutige kleine Bäumchen. Das mutige kleine Bäumchen verlässt sein Zuhause. Er zögert einen kleinen Moment und dreht um, wissend, dass er für eine lange Zeit nicht zurückkehren wird. Die anderen Bäumchen seiner Baumgruppe haben sich am Rande der Stadt zusammengefunden, um ihn zu verabschieden. Penny scheint einige Tränen zurückzuhalten. Wow, es muss wirklich schwer sein, seine Familie so zu verlassen. Nom, 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 die ganzen Nachos. Penny genießt ihre Nachos. Alle auf einmal. Oh nein! Aus dem Nichts fängt es an zu regnen. Das kleine Bäumchen fängt an zu sprinten, während sich ein Gewitter über ihm zusammenbraut. Linus guckt auf den Boden. Linus genießt seinen Lachsburger so. Linus stirbt am Lachsburger. Um sein Leben fürchtend und wegen des unnachgiebigen Wolkenbruchs beginnt das kleine Bäumchen seine Hoffnung zu verlieren. Abigail scheint sich zu amüsieren. Aber was ist das? Das Bäumchen fühlt ein Kribbeln auf seinem Kopf. Vielleicht hat es ein bisschen Regen gebraucht, um die Reise ein Baum zu werden, zu beginnen. Lebe wohl, kleiner Kumpel. Der Film ist für heute Abend zu Ende. Wir hoffen, Ihnen hat die Show gefallen. Cool. Ich würde gern, kann man die Meerjungfrau-Show, könnten sie ja auch mal ins Kino bringen. Kennt ihr die? Nee. Die gibt's auf diesem einen komischen Fest oder was? Ach, beim Nachtmarkt, ja. Ich wollte ihm sagen, Butch, was redest du denn? Natürlich. Ich dachte, er meinte, es was außerhalb des Spiels. Nein. Was meinst du mit außerhalb des Spiels? Es gibt kein außerhalb des Spiels. Achso, wir hätten auch die Lore da unten bei Clint nehmen können, fällt mir gerade Ja. Ich werde bestimmt auf dem Weg einschlafen.
Ich habe mal wieder mein Pferd vergessen. Aber vielleicht, ja doch. Übrigens ist jetzt ganz viel Zeug bei Clint in der Kiste. Sehr gut. Also Blödsinn, das muss ich alles dann noch in unsere Kisten packen. Weil ich musste ja die ganzen Geoden aufbrechen. So ein Stress. Vor allem du musstest die aufbrechen. So, wer ist da nicht im Bett? Na, Icke. Warum nicht? Weil mein Haus so groß ist. Klock. Hast du nicht geschafft? Nein. Ich bin am Möbel. Hast du den Obelisk wieder nicht benutzt? Ich habe keine Ahnung, was das nochmal war und wo der steht. Wir haben doch vorhin drüber geteilt. Aber ich weiß nicht, wo der steht. Euer Hof ist so groß mit so vielen Kisten und so viel Gedönse. Da ist jemand mit so niedriger Intelligenz wie ich, kommt da nicht klar. So. Warte mal, doch, das war schon die Folge, ne? Ja, die Folge ist rum. Ja, dann ich hoffe, euch hat der erste Film im Kino jetzt hier gefallen. Ich fand ihn toll. Die Filme wechseln dann natürlich auch so immer. Deswegen lohnt es sich da auch ein bisschen öfter mal hinzugehen. Und wie gesagt, easy Freundschaftspunkte farmen. Aber ich wollte auch Nachos haben. Die habe ich nicht gekriegt, also muss ich einen Stern von 3 abziehen. Aber ich könnte mich gar keinen Stern geben. Also da kann selbst Tarantino nicht mithalten. Siehste. Ja, dann, wenn euch dieser Film und auch dieses Video gefallen hat, dann gerne Like geben, auch mal abonnieren, Glocke drücken. Dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder. Und bis nächste Woche könnt ihr auch bei der Macintosh vorbeischauen. Ja, gebt dem Mike ein Like. Nämlich auch eure, genau, da könnt ihr dann eure Stardew Valley Sucht ein bisschen stillen. Nee, stillen? Sagt man stillen? Befriedigen. Ja. Okay, dann befriedigen. Befriedigen. Bekämpfen ist es befriedigen. Ja. Füttern. Okay. Okay. Gut, alles klar. Dann, Jungs, wünsche ich euch eine gute Nacht und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüss. Befriedigen.